Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für einen leckeren Maulwurfkuchen mit Erdbeeren. Das geht super einfach. Als erstes die trockenen Zutaten, das heißt 175 Gramm Mehl, 25 Gramm Backkakao und einen Teelöffel Backpulver in eine kleine Schüssel geben. Anschließend vermischen. Als nächstes 2 große Eier, 100 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker in eine große Rührschüssel geben und dann mit einem Mixer für 2 bis 3 Minuten richtig schön schaumig schlagen. Wenn das erledigt ist, kommen die restlichen Zutaten dazu: die vorbereitete Mehlmischung, 75 Milliliter Milch und 100 Gramm geschmolzene Butter. Alles mit einem Mixer verrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und ein glatter Teig daraus entstanden ist. Den fertigen Teig danach in einen Tortenring, alternativ in eine mit Backpapier ausgelegte 26er Springform gießen, alles einmal glatt streichen und dann im vorgeheizten Backofen für 15 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze abbacken. Währenddessen können wir uns um die Füllung kümmern. Dafür zunächst alle Zutaten in eine große Rührschüssel geben, einen gehäuften Esslöffel saure Sahne, 2 gehäufte Esslöffel Vanillejoghurt, 400 Milliliter Sahne und je 2 Päckchen Vanillezucker und Sahnefest und dann mit einem Mixer für 2 bis 3 Minuten richtig schön steif schlagen. Zum Schluss noch 100 Gramm dunkle Schokoraspel dazugeben, die Schokoraspel kurz unterrühren und die Creme anschließend bis zur weiteren Verwendung kalt stellen. Den Kuchen nach ca. 15 Minuten aus dem Ofen holen, komplett abkühlen lassen, dann können wir den Tortenring entfernen und jetzt mit einem Esslöffel ca. 1 cm tief aushöhlen, dabei am Rand ca. 1 bis 2 cm stehen lassen. Die abgenommenen Kuchenreste auf einem separaten Teller zerbröseln und wenn das erledigt ist, kommen die Erdbeeren auf den Teig. Die könnt ihr entweder halbieren oder aber einfach so als Ganzes nebeneinander auf den Kuchenboden setzen, bis die gesamte Oberfläche mit Erdbeeren bedeckt ist. Danach die vorbereitete Sahnecreme auf die Erdbeerschicht geben, gleichmäßig darauf verstreichen, bis daraus ein kleiner Sahnehügel entstanden ist und zum Schluss alles mit den zur Seite gestellten Kuchenbröseln dekorieren. Das Ganze sollte am Ende aussehen wie ein kleiner Maulwurfshügel. Den fertigen Kuchen bis zum Servieren in den Kühlschrank stellen und dann in Stücke schneiden und auf Tellern verteilen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.